Xavier Naidoo, der neue Goebbels, nur in schwarz. Er spricht von Volksverrätern und ruft zur Selbstjustiz auf. Wie lustig, schwarze Nazis gab's bisher nur im Kino. Das Undeutsche muss vernichtet werden. Aber ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ist Xavier Naidoo ein Verschwörungstheoretiker, ein Reichsbürger? Hält er Wolfgang Schäuble insgeheim für einen Transformer? Schauen wir uns das mal genauer an, von beiden Seiten. Seit letzter Woche kann einem Xavier Naidoo beinahe leid tun. Alle, wirklich alle hacken auf ihm rum. Der gute Schuld, das steht zu 100% fest. Bremen 4 will mit dem Sänger Xavier Naidoo nicht mehr zusammenarbeiten. Der Song weist in meinen Augen Tatbestandsmerkmale von Volksverhetzung auf, so der Grünen-Politiker. Dabei hat er weder ein deutsches Kind geschlachtet, noch Polen den Krieg erklärt oder Kinder mit einem miesen Song abgezockt. Was ist also das Problem? Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter. Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein für eure Puppenspieler. Seid ihr nur Sachverwalter. Das sind jetzt die gleichen Vokabeln, die auch die Reichsbürger mit ihrer BRD GmbH-Story benutzen. Aber auf der anderen Seite könnte es auch eine generelle Kritik am Machtmissbrauch sein. Im Zweifelsfall heißt es ja immer noch für den Angeklagten. Alles nur peinlich und sowas nennt sich dann Volksvertreter. Teile eures Volkes nennen euch schon hoch, beziehungsweise Volksverräter. Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid. Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht sehr geschickt formuliert. Sowas kennt man ja sonst eher von den Montagsdemos. Wenn die Mehrheit der Bürger noch klar bei Verstand wäre, dann würden sie zu Mistgabeln greifen und diese volksverratenen, volksverhetzenden Eliten aus den Parlamenten, aus den Gerichten, aus den Kirchen, Ja, okay, jetzt kann ich schon langsam verstehen, warum die Leute Naidoo Aufruf zur Gewalt und plumpe Pegida-Stimmungsmache vorwerfen. Aber trotzdem bin ich nicht überzeugt. Was sagt denn die andere Seite dazu, der Künstler? Auf seiner Facebook-Seite bezeichnet er diese Zeilen als zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen, die Beobachtung bestimmter Stimmungen. Bedeutet, er berichtet nur über die Mistgabel schwingenden Deppen, die zur Gewalt aufrufen. Er verdeutlicht das nur. Ich darf Ihnen das noch mal ganz kurz verdeutlichen. So haben die Menschen im Dritten Reich Bücher von Joschka Fischer verbrannt, diesem linksgrün versifften. Außerdem hat Naidoo es im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst überzeichnet. Gut, bei so einem Thema zu überzeichnen kann man jetzt ungeschickt finden. Aber es gibt die Kunstfreiheit und das ist auch gut so. Sonst würde die deutsche Rap-Landschaft ungefähr so aussehen und so klingen. Wir feiern nicht auf Drugs und auf Coca, denn wir freuen uns an unserem Gott. Um Gottes Willen. Außerdem entschuldigt sich Xavier und räumt ein, das mag missverständlich gewesen sein. Ja, das ist das Problem mit der Kunst und der Musik. Sie bietet eben viel Interpretationsspielraum. Und deshalb können irgendwelche Miesepeter dem Xavier das alles so auslegen, als wäre das seine eigene Meinung. Hätten wir das also geklärt. Natürlich nicht. Was sagt er denn außerhalb des Schutzraumes Musik? Also wenn wirklich der Mensch Naidoo spricht und es weniger Interpretationsspielraum gibt. Alle großen Politiker, die wir alle so toll fanden entlang unseres Großwerdens, sind eigentlich alles nur Lakaien und Marionetten. Wo er das wohl aufgeschnappt hat? Vielleicht im persönlichen Gespräch mit stramm deutschnationalen Pegida-Publizisten, Reichsbürgern und vorbestraften NPD-Funktionären, Chemtrail-gläubigen Flüchtlingshassern, durchgeknallten Verschwörungsfanatikern und Moderatoren mit lustigen Armbinden. Das sind jetzt aber schon sehr viele Missverständnisse. Und hey, auf seinem Pulli steht sicherlich nicht Freiheit für Deutschland. Unter dieser Jacke steht wahrscheinlich Barrierefreiheit für Rutschlauch. Ja, das ist Jan-Peter Rutschlauch und er kommt nicht die Treppen hoch. Da muss man was dagegen machen. Was sagt Xavier denn noch so? Meine großen Themen sind Dutroux, also der Fall Dutroux. Ein schrecklicher Fall. Der belgische Serienmörder, der Kinder sexuell missbraucht hat und seit 2004 lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Seit ich von diesem Fall weiß und seit ich weiß, dass unsere Institutionen, die europäischen Institutionen, fast mehr oder weniger alle in Belgien sind, muss ich sagen, solange mir niemand das Gegenteil beweist, sage ich, unsere europäischen Institutionen, da sind bestimmt auch 1, 2, 3, 4, 5 Leute dabei, die sich auch dieser Kinder bedient haben. Kindermörder und EU-Parlament im selben Land. Aber statt wie jeder seriöse Journalist Beweise für diese im Internet aufgeschnappte Theorie zu suchen, wartet er lieber auf Beweise fürs Gegenteil. Der Vorteil, viel weniger Arbeit. Und das heißt natürlich, dass eigentlich die Bundesregierung auch etwas weiß. Wow, Verschwörungstheorie pro Niveau erreicht in wenigen Minuten. Saubere Leistung.
Da sollten wir dann vielleicht doch noch mal in seinen aktuellen Song reinhören. Als Fox in die Fresse trete, stoßt ihr an eure Grenzen. Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung. Pizzagate! Das war das. Auf 4chan wurde ein Gerücht verbreitet, dass Hillary Clinton im Keller einer Pizzeria in Washington einen Kinderpornoring betreibt. Damit bewegt sich Naidu in dubioser Gesellschaft. Aber was die meisten verschweigen, ist, dass er hier diesen Satz loslässt. Aber hier sieht man natürlich, dass das die Söhne Mannheims ganz klar auf der Rechnung haben. Ja? Also die pädophile Machtelite. Die pädophile Machtelite im Keller einer Pizzeria. Hört ihr euch eigentlich reden? Und davon gab es noch mehr. 2014 sang Xavier Naidoo unter dem Pseudonym Straßenunterhaltungsdienst den Song Die Wahrheit. Straßenunterhaltungsdienst. Ist das nicht einfach ein anderes Wort für Nutte? Okay, die Wahrheit ist natürlich Reichsbürger, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung dafür. Ich sehe mich, glaube ich, am ehesten als libertären, gläubigen Menschen. Ja, libertär, das kann man nachschlagen. Rothbard hat es definiert. Murray Rothbard war bekannt für folgende Thesen. Der Staat ist böse und die Erhebung von Steuern ist Raub. Was denken nochmal die Reichsbürger? Menschen, die die staatlichen Institutionen meist ablehnen. Sie geben ihre Personalausweise ab, wollen keine Steuern zahlen. Xavier hat übrigens noch eine Buchempfehlung. Es gibt ein Buch von Oliver Janich, das heißt Die Vereinigten Staaten von Europa. Lest es mal nach. So sehe ich es auch. Aha, endlich seine wirkliche Sicht. Blöd nur, dass im Buch so Sachen stehen wie Herzlich willkommen in der Hölle, sie heißt Demokratie. Und Diebstahl heißt dann zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Na, eine feine Gesellschaft für Herrn Naidoo. Der Autor behauptet auf seiner Website übrigens auch noch, dass der Klimawandel eine Lüge sei und Feminismus die Erfindung der CIA. Oder ist das auch ein Missverständnis? So wie der Applaus für ihn von diesen ganzen rechten Knalltüten hier. Alles nur Missverständnisse? Weil nach dieser Theorie wäre dann Hitler auch nur ein missverstandener Maler. Ich habe echt versucht, Xavier Naidoo als wertkonservativen Sänger zu sehen. Aber es geht nicht. So viele Missverständnisse über all die Jahre. Warum kann er dann nicht missverständnisfrei formulieren? Wahrscheinlich, weil es halt doch knallhart kalkuliert ist. Im besten Fall, um sein Album zu promoten. Im schlimmsten Fall als sogenannte Dog Whistle Politics, also als Hundepfeifenpolitik. Das bedeutet kleine, unauffällige Zwischentöne einbauen, die nur die eigenen Anhänger verstehen. Und wer unter seinen Fans in regelmäßigen Abständen antidemokratische und antisemitische Missverständnisse verbreitet, der ist kein unbequemer Künstler, sondern im besten Fall saudumm. Sorry. Seit ich dem Valulis seine Videos gucke, weiß ich, dass das hier Bananen sind. Wir werden massiv verarscht. Für gut recherchierte Videos abonnieren. Heute noch.